Die Geschichte der Stadt. Erste historische Quellen um 900. Erste Keimzellen Kulmbachs entstehen an der Grünwehr und im Spiegel. Die Fronhöfe dürften den Babenberger, die späteren Grafen von Schweinfurt, gehört haben. 1003. Der Aufstand des Grafen Hetzilo von Schweinfurt wird von König Heinrich II. Niedergeschlagen. Die Herrschaft Kulmbach verbleibt jedoch beim Grafenhaus. Im Jahre 1035 Kulmbach wird erstmals urkundlich erwähnt. 1057 nach dem Aussterben der Schweinfurter Grafen, zu dessen Herrschaftsbereich anfänglich die Kulmbacher Region gehörte, fiel der Kulmbacher Landsitz an den Grafen von diesen Andechs. Jahr 1135. Kulmbach erhielt die Marktrechte und wurde zur Stadt erhoben. Erwähnung einer ersten Feste Plassenburg, die mit einer Vorläuferanlage oberhalb der heutigen Plassenburg auf dem Buchberg zu identifizieren ist. Zwischen 1148 und 49 erstmalige Erwähnung von Dienstleuten, die die Plassenburg verwalten. Sie werden Plassenberger genannt. Im Jahre 1174 erste Nennung eines Kulmbacher Priesters. In einer Urkunde wird ein Luitpold von Kulmania bezeugt. Das Jahr 1230. Die Ebsdorfer Weltkarte verzeichnet die Plassenburg. Und im Jahre 1231 Kulmbach erhält die Stadtrechte und wird mit einer Stadtmauer befestigt. Ebenfalls ging das Pfarrrecht von Melkentorf an die städtische Petrikirche über. 1248 Herrschaft in der Region durch die thüringischen Grafen von Orlamünde und Vollendung der Plassenburg zur Festung. 1260 Die Herrschaft der Plassenburg fällt endgültig an das aus Thüringen stammende Haus der Grafen von Orlamünde. In den ersten Jahren wird der noch von den Meraniern begonnene Neubau der Plassenburg sowie das Kloster Himmelkron vollendet. Das Jahr 1340 regieren die Zollern, Burggrafen von Nürnberg, ab 1417 Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach. Nach Schätzungen lebten etwa 1500 bis 2000 Menschen in Kulmbach. 1361 Burggraf Friedrich V. erhält von Kaiser Karl IV. Das Recht, in Kulmbach Goldmünzen prägen zu dürfen. Und 1363 die Burggrafen von Hohenzollern werden Reichsfürsten. 1393 erste Erwähnung einer Lateinschule nahe der Petrikirche. 1398 nach dem Tode des Burggrafen Friedrich V. werden die fränkischen Besitzungen der Hohenzollern getrennt. Johann III. Hält die nördliche Region mit Kulmbach, Bayreuth und Hof. Eine in diesem Jahr angelegtes Urba gibt Auskunft über die Wirtschaftsstruktur Kulmbachs. Es dürften zwischen 1500 bis 2000 Einwohner in Kulmbach gelebt haben. Kulmbach war Münzprägestätte. Das Jahr 1415. Der Hohenzollern Friedrich von Ansbach-Kulmbach erhält von König Sigismund auf dem Reichstag zu Konstanz die Kurwürde und die Mark Brandenburg. Seitdem nennen sich die Hohenzollern Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach. Im Jahre 1430
Hussitensturm und die erste Verwüstung der Stadt. Im Zuge des Wiederaufbaus entstand unter anderem die spätgotische Neubau von St. Petri, die Petrikirche. 1456. Auf der Plassenburg ist eine Humanistenschule nachweisbar, die von einem Mann namens Argius geleitet wurde. Im Jahre 1495 eine Verordnung verbietet Bayreuther Bürgern die Wallfahrt nach Mangersreuth, da in Bayreuth die Pest ausgebrochen war. Diese Verordnung ist die erste ihrer Art in Oberfranken. 1497. Für die Erhebung des gemeinen Pfennigs wird in Kulmbach eine Steuerliste erstellt, die einen frühen Eindruck von der Bevölkerungsstruktur der Stadt wiedergibt. Das Jahr 1501. Markgraf Albrecht wird auf der Plassenburg geboren. Er wird später der Hohenzollernmeister des Deutschen Ordens und wandelt den Ordensstaat in ein weltliches, protestantisches Herzogtum um. 1528. In der Haupt- und Residenzstadt Kulmbach und damit im ganzen Fürstentum Kulmbach wird die Reformation eingeführt. Am 26. November 1553, dem Konraditag, wird die Stadt im Bundesstädtischen Krieg zerstört. 1559, Beginn des glanzvollen Wiederaufbaus der Plassenburg unter Markgraf Georg Friedrich, Landesfestung und Residenz der Hohenzollern bis 1604. 1575 Fleckenfieberepidemie in Kulmbach und 602 die Diphtherie wütet in der Stadt. Im Jahre 1603 Verlegung der Residenz nach Bayreuth. Der Nachfolger Markgraf Georg Friedrichs wird Markgraf Christian. Da die Burg zu kalt und feucht wird und dem beginnenden höfischen Glanz des Absolutismus nicht mehr entsprach, verlegte der neue Landesherr seine Residenz nach Bayreuth, wo er ein prächtiges Stadtschloss erbauen ließ. 1605 wegen einer gewaltigen Brandkatastrophe in Bayreuth wird die Residenz wieder nach Kulmbach verlegt. Eine pestartige Seuche forderten im Jahre 1616 viele Opfer in der Stadt. 1621, während des Dreißigjährigen Krieges, wird die Residenz abermals zur Sicherheit nach Kulmbach verlegt. 1632, die Pocken wüteten fürchterlich in der Region. 1634, kaiserliche Truppen brandschatzen am 18. Oktober die Stadt. Die Bevölkerung der Stadt flieht auf die Plassenburg. Erneut kommt es zu zahllosen Todesopfern aufgrund der Pocken. Die Residenz wird 1642 nun endgültig nach Bayreuth verlegt. Kulmbach verliert an politischer Bedeutung. Im Jahr 1666 skizzierte Jakob Elroth den ersten bekannten Grundriss der Stadt. 1686 der Alchemist Baron Gronemann, der großes Ansehen in der Stadt genoss, wird als Hochstapler entlarvt und durch den Galgen hingerichtet. Und 1691 die Ruhr grassiert in Kulmbach. 1704 Nathaniel Lumscher aus Kulmbach druckt den 100-jährigen Kalender. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Naturbeobachtungen und diversen Ratschlägen, die von Langheimer Abt Maritius Knauer
von 1649 bis 1664 erfasst worden sind. 1709 zwischen Bayreuth und Kulmbach wird die erste regelmäßig operierende Postkutschenverbindung eingerichtet. 1738 bis 1739 die Spitalkirche wird vom Stadtbaumeister Johann Georg Hoffmann erbaut. 1752 Johann Georg Hoffmann erbaut das Rathaus. Die Fassade wurde von St. Pierre entworfen. 1777 Markgraf Alexander vermietet ein umfangreiches Truppenkontingent an den König von Großbritannien, Georg III. Die Soldaten werden im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Rebellen eingesetzt. Nur ein Drittel kehrt heim. 1792 Markgraf Karl Friedrich Alexander tritt ab und überlässt seine Ländereien seinen Vetter, dem preußischen König. Er selbst reist mit seiner geliebten Lady Elizabeth Craven nach London. 1792 bis 1794 die Plassenburg wird zum Kriegsgefangenenlager für französische Truppen. 1250 Soldaten werden inhaftiert. 1795 Einwohnerzahl Kulmbachs. Es leben 2480 Einwohner in der Stadt, zuzüglich 860 Angehörige des Militärs, die auf der Plassenburg stationiert sind. 1806 mit Napoleon verbündete Truppen besetzen Kulmbach. Napoleon ließ Teile der Plassenburg schleifen. Sie dient von nun an bis 1928 als Lazarett, Zwangsarbeiterhaus, Zuchthaus und Kriegsgefangenenlager. 1847 das Stationshauptgebäude des Kulmbacher Bahnhofs wird in Betrieb genommen. 1850 Gründung der mechanischen Baumwollspinnerei. 1882 in Kulmbach wetteifern 26 Brauereien um die Gunst der Biertrinker. 1884 Gründung der Melzerei Meusdorfer. 1890 Kulmbach erhält den Status einer kreisunmittelbaren Stadt. 1908 Eröffnung der Lokalbahn von Kulmbach nach Turnau und 1929 Gründung des Deutschen Zinnfigurenmuseums. 1933 Machtergreifung der NSDAP in Kulmbach. 1939 erste Bierwoche auf dem Marktplatz. 1945 amerikanische Truppen marschieren kampflos in Kulmbach ein. Am 2. Dezember 1946 gab sich das bayerische Volk eine neue demokratische Verfassung.